Ein herzliches Willkommen auf meinem Kanal und heute geht es hier unten am Graben weiter. Dort werden wir die Ausgestaltung machen und anschließend auch hier eine weitere Straße einfügen. Ja, das sind Sachen, die unbedingt heute gemacht werden müssen, denn wir müssen uns diagonal aus dem Ganzen hier rausarbeiten. Das wird definitiv heute eine Steineschlacht werden, das kann ich euch auf jeden Fall versichern. Ich fange hier jetzt erstmal einmal an mit dem Grabenuntergrund, das heißt, ich benutze viele 1x1 Plates in dunkelgrau, dunkeltan, grün, braun, da ist alles mögliche drin, aber es muss sein, damit das Wasser hinterher natürlich richtig gut aussieht. So, den Untergrund für das Wasser habe ich gerade hier gemacht, habt ihr ja im Speedbild gesehen. Wieder alles aus vielen 1x1, aber ich glaube, das sieht hinterher ganz okay aus. Jetzt heißt es hier mit den Fliesen weiterzumachen, aber nicht nur mit Fliesen, auch mit Plates, und zwar alles in dunkelblau. Ja, es muss einfach sein. Ordentlich geht die Welt zugrunde. Sensationell, wie ich immer zu sagen pflege. Damit sind die Wasserfliesen erstmal drüber gezogen. Ja, es kommt doch so ein bisschen der Untergrund unterschiedlich durch und das war ja auch letztendlich das Ziel. So, jetzt machen wir aber auf jeden Fall weiter mit der Begrünung. Als erstes stecke ich jetzt hier den Abstand der Bäume ab, immer genau 8 Noppen zwischen den Bäumen und mache die Wurzeln. Die Zwischenräume werden ordentlich wieder aufgefüllt, aber auch mit dem Grün zum Graben hin fange ich hier an dieser Stelle schon an. Ja, Lage über Lage wird hier weiter begrünt bis zum geht nicht mehr. Jetzt noch ein paar Grasstängel da drauf. Ja, muss einfach sein. Und jetzt gehen wir gleich auf die andere Seite, da müssen wir auch weiterarbeiten. Weiter geht es hier direkt am Straßengraben auf der Straßenseite. Hier werden auch noch viele Blätter und Blümchen und Stängel gesetzt. Einfach so die Grabengestaltung weiterführen, wie ihr sie kennt. Und ganz zum Schluss natürlich noch die 3 Bäume. Ja, das sieht doch richtig klasse aus. So muss das sein. So sieht Grabengestaltung aus. Mir gefällt das richtig gut. Was meint ihr? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wir sind noch lange nicht fertig, denn hier kommt ja jetzt eine neue Baseplate hin und danach werden wir eine neue Straße verlegen. Ja, so sieht das Ganze aus. Auf geht's! Als erstes schiebe ich jetzt hier eine neue Baseplate ein und anschließend werde ich die Kabel der Laternen verlängern. Ja, wir wollen es ja weiterhin schön beleuchtet haben in der Stadt. Und dann ganz zum Schluss einen kleinen Test. Wieso habe ich hier eigentlich eine blaue Baseplate benutzt? Kann ich euch noch nicht mal beantworten, muss ich ganz ehrlich sagen. Es geht weiter mit den 2x2 und 2x4 Steinen in grün. Ich verlängere den Graben auf beiden Seiten, somit entsteht er natürlich auch schön in der Mitte. Jetzt noch gleich einen kleinen Kabelschacht machen und das Ganze anschließend wieder hier in dem Fall jetzt mit 2x4 Plates versehen und auf der anderen Seite gleich mit 2x4 Steinen. Ja, und damit ist der Graben im Prinzip soweit fertig. Eine weitere Baseplate habe ich hier auch schon beschnitten. Hier ist nur noch eine Reihe Noppen dran. Das werden wir gleich, nachdem wir hier den ganzen Untergrund gemacht haben, dementsprechend hier auflegen. Die Straße muss sogar noch hier unter die Blumenkübel geschoben werden. Das wird alles gar nicht so einfach. Aber jetzt muss hier erst noch mal eine halbe Baseplate hin, denn auch hier liegt die Straße, wo der Bürgersteig ist, an dieser Stelle auf. Also jetzt erst hier die Baseplate. Ein bisschen die Platte hochklemmen und wieder runterdrücken und schon ist das Ding drin. Die ganze Unterkonstruktion für die Straße ist soweit fertig. Es muss recht stabil sein. Ich muss ja drauf laufen können. Die Straßenbaseplate habe ich soweit ja fertig gehabt. Die müssen wir jetzt genau hier unten drunter klemmen. Ja, an dieser Stelle hier quasi. Das heißt, ich muss hier diese Dummy quasi nochmal wegnehmen und dann baue ich das Ganze jetzt erstmal ein. Jetzt heißt es hier alles ein bisschen zurückbauen und die Straße einbauen. Ja, was man vorher eigentlich schon fertig hatte, muss man jetzt erst wieder wegreißen, damit man es hinterher wieder schön zusammenbauen kann. Naja, dafür ist es halt Lego bzw. sind Klemmbausteine. Ist schon eine feine Sache. Die Blumenkübel und Bäume sind jetzt soweit wieder drin. Die Straße ist soweit hier an dieser Stelle richtig eingespannt. Ja, und man kann sich auch richtig gut wie immer drauf abstützen. Das ist überhaupt kein Problem. So sieht die Sachlage aus. So, jetzt muss ich an dieser Stelle noch so ein bisschen verbinden. Das ist das nächste Ziel, damit wir hier so ein bisschen den leichten Zug hier wegkriegen. Jetzt noch an dieser Seite ein bisschen die Straße einspannen, damit das alles richtig gut stabil ist. Und dann sind wir hier fertig. Ein sagenhafter Fortschritt heute hier. Ja, es war wirklich eine Material- und auch eine Steineschlacht, kann man wirklich sagen. Weil allein hier im Graben gehen so viele Teile drauf, das könnt ihr euch absolut nicht vorstellen. Ja, wir haben viel geschafft und jetzt machen wir erst ein bisschen Zugwarten und danach sage ich euch, wie es im nächsten Video weitergeht.
So, wenn euch das alles gefallen hat, dann lasst doch gern ein Like und ein Abo da, verfasst einen netten Kommentar. Ja, die lese ich doch immer so gerne. Und aktiviert das Glöckchen, dann verpasst ihr auch nicht, wie es im nächsten Video weitergeht. Ja, und wir haben das Diagonale hier wunderbar schön da rausgezogen. Das heißt, wir können in der nächsten Runde hier Richtung Transrapidstrecke wieder weitermachen. Anfangen wahrscheinlich hier mit dem See und oder wie auch immer mit dem Verlauf des Weges hier und ja, einfach weitergestalten. Darauf freue ich mich eigentlich richtig. Also, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Das heutige Video entstand mit freundlicher Unterstützung von Open Brick Source, dem Hersteller mit kompatiblen Bausteinen.